Hallo und herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit einem beiläufigen Thema und das ist die Weiterleitung von Non-www-Domains auf www-Domains. Dieses Problem tritt auf, speziell auch in der Kombination mit Freenom, kostenlosen Domainadressen und Google Sites. Das heißt, ich habe hier mal eine kleine Seite für euch aufgerufen, von der ich das Problem kenne. Wir haben hier https www KSC Service LLP-CF. Funktioniert hervorragend. In der heutigen Zeit ist es allerdings so, viele lassen einfach bei der Eingabe das www weg, was man ja auch durchaus machen kann. Das ist durchaus gang und gäbe. Andere Browser setzen das www automatisch schon davor. Falls man es vergisst, dann fällt das auch nicht auf. Aber in der Regel würde die Eingabe oft so erfolgen, ohne das www, und dann würde es heißen, Safari kann den Server nicht finden. Beziehungsweise HTTPS-Fehler, HTML-Fehler 404, Server nicht gefunden, Seite nicht gefunden. Und das lässt sich einfach, sehr einfach umgehen. Wie machen wir das? Wir brauchen eine Seite www. Spaß muss sein. nakedssl.com. Die brauchen wir. Die rufen wir uns auf. Ja, wenn man immer nicht den Fokus einschaltet, wenn man aufnimmt, dann kriegt man auch gleich die SMS eingeblendet. Wunderbar. Das haben wir. Damit wir was machen können, müssen wir uns natürlich login. Dieser Server ist natürlich auch wieder kostenlos. Dann brauchen wir Register. Your name. Nachdem wir das jetzt für die Seite auch machen, verwenden wir natürlich Okay, wir haben uns jetzt kurz registriert. Jetzt brauchen wir eine E-Mail-Bestätigung. Die macht ihr bitte fertig und wir sehen uns dann gleich wieder. Also einmal in die E-Mail reingehen, die E-Mail-Bestätigung aufrufen und bestätigen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, gab es ein kleines Audioproblem. Ich muss das kurz nachvertonen, diese Sequenz. Daher könnte der Ton hier etwas anders sein. Okay, wir haben unseren E-Mail-Link bestätigt und befinden uns jetzt auf dieser Seite. Wir gehen auf Add Domain. Dann geben wir ein unsere Internetdomain ohne www. Das kommt hier rein. Und dann sehen wir auch schon unten die Weiterleitung auf www. und unsere Internetdomain.cf. Gut, dann Next. Dann in meinem Fall, ihr sagt Europa, in meinem Fall Asien ist USA. Next. Dann machen wir Next, Non-Cache. So, dann haben wir Almost Ready. Gut, also wir sind soweit. Wir müssen uns beim DNS-Anbieter-Provider einloggen, dann unsere Domäne aufrufen, auf die DNS-Verwaltung gehen und da müssen wir dann die folgende
IP-Adresse mit einem Record A DNS einfügen. Dafür können wir die IP-Adresse hier kopieren und dann wechseln wir zu unserem Domain-Anbieter. Kleiner Nachtrag, ihr könnt diesen Dienst kostenlos nur einmal pro E-Mail-Adresse verwenden. Okay? Merken. Dann gehen wir auf Services, My Domain, Manage Domain, Manage Freenom DNS. Bei Rekordtyp A, Target, tragen wir jetzt unsere IP-Adresse ein mit Copy-Paste und Save Changes. So, dann machen wir unsere Copy-IP-Adresse hier unten nochmal zu. Wir sind wieder bei Naked SSL und DNS Updated ist unser nächster Schritt. So, IP-Adresse. Waiting. Check DNS now. SSL Certificate Waiting. Also da müssen wir jetzt gerade noch ein bisschen Geduld haben und ein bisschen warten. So, nachdem wir jetzt noch einmal gefühlt 1,5 Stunden gewartet haben, also es waren circa ziemlich genau 1,5 Stunden, habe ich nochmal aktualisiert mit F5 und siehe da, updated, created und das passt, das ist drin. So, in unserem blauen Balken unten steht der Kernsatz drin, anything is up and running, alles gut und schön. Den Button Delete, den drücken wir lieber nicht, da wir sonst unseren Rekord rausschmeißen und ihr müsstet den neu eingeben. Dieses Video beinhaltet keine bezahlte Werbung oder sonstige irgendwelche Vereinbarungen oder Bündnisse. Es ist reine Erfahrung. Okay? So, dann... Der Dienst ist kostenlos für eine Domain. Wenn ihr eine zweite Domain braucht, müsst ihr euch einen zweiten Account anlegen oder ihr kauft euch ein kleines Package. Teuer ist das nicht und wie gesagt, bringt viel. So, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie es ausschaut. Wir haben hier die Domain hier aufgerufen mit www. Wir nehmen einfach das www raus und Enter und zack, wir haben unseren Redetect drin. Da sind wir wieder. Und unser SSL-Zertifikat wird auch angezeigt. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, die Glocke reinhauen, damit ihr auch informiert werdet. Und falls ihr den Kanal unterstützen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung ganz unten einen kleinen Spendenlink. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, alles Gute, gehabt euch wohl, bis dann, euer Mike.